Hallo, ich arbeite als Content Creator und auch als Übersetzer, Dolmetscher, Management von Künstlern und eine Zeit lang als Game- oder Level-Designer und organisiere noch andere Aktivitäten. Daher fragen einige, wie ich es überhaupt schaffe. Denn dazu spiele ich auch noch hier und da, auch nicht gerade wenig, und gehe manchmal aus und streame auch noch hin und wieder auf Twitch. Also heute spreche ich darüber, wie ich es hinbekomme, mehrere Aufgaben zu erledigen, etwas mehr als manche andere wahrscheinlich, während ich auch noch positiv bleibe und die Ziele nicht aus den Augen verliere. Das alles habe ich mal als Tipps zusammengefasst, die dir vielleicht auch helfen, deine Zeit sinnvoller zu nutzen, Motivation zu finden, Perfektionismus zu überwinden und deinen Alltag besser zu gestalten. Los geht's! Erstens, die Kunst, Zeit effektiv zu nutzen. Issho, Jikan Yuko Katsuyojutsu. Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Das klingt banal, aber es ist auch tatsächlich so. Jeder Tag hat 24 Stunden bei jedem und die Frage ist, wie nutzen wir diese Zeit? Ich habe festgestellt, dass ich meine Zeit am besten nutzen kann, wenn ich meine Aufgaben in 3 Kategorien einteile. Erste Kategorie: sofort erledigen. Das sind Dinge, die sehr wichtig sind. Diese Aufgaben müssen heute erledigt werden, weil sie direkte Auswirkungen haben. Zum Beispiel, du hast einen Abgabetermin oder hast ein Problem, das direkt sofort gelöst werden muss. Diese Aufgaben haben die höchste Priorität. Nummer eins. Diese werden wirklich sofort bearbeitet. Zweite Kategorie: bald erledigen. Das sind Dinge, die wichtig, aber nicht dringend sind. Also hier geht es darum, langfristige Ziele zu verfolgen, zum Beispiel das Lernen für eine Prüfung oder eine Vorbereitung eines Projektes. Diese Aufgaben gehören in den Kalender, also plane sie bewusst ein, damit du sie einfach nicht vergisst. Dritte Kategorie: aufschieben oder delegieren. Das sind Aufgaben, die weniger wichtig sind oder von anderen erledigt werden können. Hier entscheidest du, kann ich das später machen oder kann ich es jemand anders übernehmen lassen? Das ist auch eine wichtige Fähigkeit, um Zeit zu sparen und sich auf die wichtigeren Dinge zu konzentrieren. Und zusätzlich empfehle ich dir, für ein paar Tage zu dokumentieren, wie du deine Zeit tatsächlich nutzt. Also schreibe auf, wie lange du für verschiedene Aktivitäten brauchst, zum Beispiel für Social Media oder Serien. Das hilft dir auf jeden Fall, Zeitfresser zu erkennen und diese bewusst zu reduzieren. Und warum ist das wichtig? Die Antwort ist ganz einfach. Die Zeit ist begrenzt. Ich habe in meinem Alter, ja, also ich bin älter als die meisten von euch, das weiß ich auch, sagt mir zumindest der Analytics von YouTube, und habe schon einige Erfahrungen gemacht und weiß auch, dass ja, das Leben endlich ist und das ist auch bei jedem so. Es gibt keine Ausnahme. Und die meisten von uns denken auch nicht wirklich darüber nach, weil das ist einfach kein angenehmes Thema, nur daran zu denken, da man oft ein bisschen negativ werden könnte. Aber wenn du dir bewusst machst, dass jeder Tag zählt, wirst du die Zeit auf jeden Fall sinnvoller nutzen. Punkt 2: Motivation entsteht durch Handeln. Nisho, Yaruki wa Kodo kara. Motivation, das ist ein großes Thema. Viele Menschen warten darauf, motiviert zu sein, bevor sie etwas überhaupt anfangen. Einige schlagen vor, nach dem Motivationsschalter zu suchen und fliegen zum Beispiel nach Texas oder wohin auch immer. Hauptsache weg vom Alltag, weit, weit weg, um danach zu suchen. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, wenn man nach einem Schalter an einem Ort sucht, den man noch überhaupt nie besucht hat. Ich meine, wenn man irgendwas verloren hat, sucht man ja auch nicht irgendwie an einem unbekannten Ort, sondern eigentlich da, was man kennt. Aber egal. Also ich denke, diesen Schalter gibt es eigentlich sowieso nicht. Grundsätzlich nicht. Die Wahrheit ist meiner Meinung nach, Motivation kommt nicht vom Allein, sondern entsteht durch Handeln. Also stell dir vor, du hast eine große Aufgabe vor dir, also zum Beispiel eine Präsentation oder ein gigantisches Projekt. Und das kann natürlich überwältigend wirken. Aber der Trick ist, diese Aufgabe in wirklich vielen kleinen Schritten aufzuteilen. Du zerlegst sie. Also statt zu sagen, ich muss das ganze Projekt fertigstellen, sagst du, heute recherchiere ich die wichtigsten Informationen oder auch vielleicht nur eine davon. Ansonsten auch, ich schreibe nur die Einleitung. Indem du einfach so kleine Erfolge erzielst, bekommst du das Gefühl, voranzukommen, und genau das bringt Motivation. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, es ist auf jeden Fall besser, etwas zu tun und es vielleicht ja nicht perfekt zu machen, als gar nicht zu tun. Fehler sind auch okay, denn sie helfen dir besser zu werden. Perfektion ist einfach kein Ziel. Fang einfach an mit einem kleinen Stück
und der Rest kann sich dadurch ergeben. Drittens, Perfektionismus überwinden und produktiver werden. Dai Sansho, Kanpeki Shugi o kokufuku shi, Seisansei o takameru. Perfektionismus ist ein schönes Thema. Ich hatte früher auch viele Probleme damit und alles, was nicht perfekt war, war einfach unglaublich schlecht. Grottenschlecht, mies, abgrundtief. Das kann ich nicht bewerten, 0 Punkte. Also darüber könnte ich auch wirklich stundenlang erzählen, aber das gehört nicht wirklich zur Sache. Also jetzt wieder zum Thema. Also es gibt ganz grob aufgeteilt 2 Arten von Perfektionismus. Einmal der dysfunktionale Perfektionismus. Das sind extrem hohe Ansprüche an dich selbst. Du bist einfach nie zufrieden, egal wie viel du schaffst. Fehler machen dir Angst und du denkst ständig drüber nach, was andere von dir halten könnten. Das führt zu Stress und manchmal sogar zu Stillstand. Eigentlich total uncool. Und die andere Kategorie, funktionaler Perfektionismus. Hier setzt du dir hohe, aber erreichbare Ziele. Erreichbar. Du lernst aus Fehlern und bleibst einfach flexibel. 80% sind oft genug und du kannst stolz darauf sein, was du daraus gemacht hast. Ich sag das einfach, gechillter Perfektionismus. Und wie gesagt, früher hatte ich echt Probleme damit und ich konnte mich auch nur mit Minuspunkten bewerten. Also was ich gemacht habe, war nicht gut. Entweder alles war tipptopp, dann war es Stand 0 oder der Rest war alles Mist. Aber das führt einfach zur Blockade. Man kommt überhaupt nicht weiter. Da gibt es auch einige Tricks, die mir persönlich sehr geholfen haben. Wenn du merkst, dass Perfektionismus dich blocken, probierst du Folgendes. Erstens, lobe dich für das, was du geschafft hast, statt dich zu kritisieren. Und zweitens, akzeptiere, dass nicht alles perfekt sein muss. 80% reichen oft völlig aus. Drittens, betrachte Fehler als Lernmöglichkeiten. Viertens, konzentriere dich auf die wichtigsten Dinge und lass Nebensächliches los. Fünftens, wenn möglich, auch den Prozess genießen. Viertens, kläre deine Werte. Yonsho, Jibun no Kachikan o meikaku ni. Motivation und Zufriedenheit kommen oft daher, dass wir Dinge tun, die mit unseren Werten übereinstimmen. Aber was sind überhaupt meine Werte? Was sind deine Werte? Da gibt es 2 Fragen, die dir vielleicht helfen können. Frage 1. Was hast du aus schwierigen Zeiten gelernt? Vielleicht hast du gemerkt, wie wichtig die Gesundheit ist, nachdem du krank warst. Oder du hast verstanden, dass finanzielle Unabhängigkeit wichtig ist, nachdem du finanzielle Probleme hattest. Und zweite Frage ist, was hat dich mal begeistert? Vielleicht hattest du früher ein Hobby geliebt, wie zum Beispiel Klavierspielen oder Malen. Das konntest du lange durchziehen und es machte dir einfach viel Spaß. Und dann stellt sich wieder daraus die Fragen, okay, was war daran so spannend? War das die Herausforderung oder die Freude am Lernen? Oder warst du immer dann mit anderen Freunden unterwegs? War das, was dir Spaß gemacht hat? Und wenn du deine Werte kennst, also das, was dir in deinem Leben wichtig ist, was eine wichtige Rolle spielt, dann kannst du auch klarere Ziele setzen, die dich auf jeden Fall motivieren. Also zum Beispiel, ich möchte gesünder leben und jeden Tag 7 Stunden schlafen. Oder ich möchte finanziell unabhängig werden und werde Content Creator oder und vieles mehr. 5. Handeln auf der Grundlage deiner Ziele. Gosho, Mokhyou ni motozuita Kodo. Wenn du deine Ziele klar definiert hast, ist der nächste Schritt, deine Handlung entsprechend auszurichten. Das bedeutet, dass du bewusst entscheidest, was du tun wirst und was nicht. Was du tun solltest. Konzentriere dich auf kleine, machbare Schritte, die dich deinem Ziel näher bringen. Also zum Beispiel, wenn dein Ziel finanzielle Unabhängigkeit ist, könntest du dir vornehmen, jeden Tag 1 Stunde an deinem Nebenprojekt zu arbeiten. Es geht darum, regelmäßig kleine Fortschritte zu machen. Regelmäßig. Und was du nicht tun solltest, streiche Aktivitäten, die dich ablenken oder deine Energie verschwenden. Das könnten unnötige Treffen, stundenlanges Scrollen durch Social Media oder nächtliches Binge-Watching sein. Also du musst nicht alles eliminieren, ist ja auch klar, aber achte darauf, dass deine Zeit auch für Dinge verwendet wird, die dir wirklich wichtig sind. Die zu deinem Ziel führen wird. Und entscheide basierend auf dem, was dich erfüllt. Ein ganz guter Maßstab für deine Entscheidung ist die Frage, fühle ich mich wohl damit?
diese Handlung auszuführen. Also zum Beispiel, wenn du eine Aktivität aus Langeweile machst, wie ja ein Game zu spielen, das dir eigentlich überhaupt keinen Spaß macht, also dann überlege, ob es etwas gibt, was dich noch mehr erfüllt. Also vielleicht würdest du lieber lustige Videos eines Streamers schauen, die dich ja zum Lachen bringen, oder ein Gespräch mit einem Freund führen. Also es ist wichtig, Dinge zu tun, die dich wirklich glücklich machen und dir Energie geben. Handlungen, die Stolz und Sinn vermitteln. Eine weitere Frage, die dir helfen kann, ist: Bin ich stolz auf das, was ich gerade tue? Oder bringt mich diese Handlung meinem Ziel näher? Angenommen, du hast dir vorgenommen, gesünder zu leben, bringt dich ein täglicher Spaziergang wahrscheinlich mehr deinem Ziel näher, als eine weitere Stunde auf der Couch am Smartphone zu scrollen. Also es geht absolut nicht darum, immer perfekt zu sein, weil das geht nicht, sondern bewusst zu entscheiden, was dir langfristig hilft und mit deinen Werten übereinstimmt. 6. Erkenne kleine Glücksmomente. Loksho. Ja, wir alle erleben im Alltag kleinere Glücksmomente, aber oft oder auch vielleicht häufig achten wir gar nicht drauf oder nicht genug drauf oder übersehen sie einfach. Das könnten echt Kleinigkeiten sein, also wie irgendwie zum Beispiel gutes Essen oder ein schönes Gespräch oder du hast jemandem die Tür aufgelassen und wurdest dafür bedankt oder auch ein erfolgreich erledigtes Projekt. Also alles. Und mach's dir zur Gewohnheit, diese Momente bewusst wahrzunehmen. Und wenn man bisher darauf gar nicht geachtet hat, merkt man vielleicht dadurch, dass im Umfeld wirklich viele positive Elemente stecken. Und hier ein Tipp. Schreibe jeden Abend 3 positive Dinge auf, die dir an diesem Tag passiert sind. Also das hilft dir, den Fokus auf das Positive zu lenken und Dankbarkeit zu entwickeln. Das Notieren kann am Smartphone sein und wenn möglich halt später aufs Papier bringen. Also im Alltag sollte irgendwie die Angewohnheit eingebaut werden, dass du etwas Positives findest. 7. Genieße kleine Fortschritte. 7. 少しずつの成長を楽しむ. Große Ziele wirken oft überwältigend. Aber du musst natürlich nicht alles auf einmal schaffen. Ist klar. Nicht mit einem Schritt zum Ziel springen. Das schaffen die wenigsten. Und kleine Fortschritte summieren sich mit der Zeit zum großen Erfolgen. Auf Japanisch sagt man auch Chiri mo tsumoreba yama to naru. Also selbst ein Staub wird sich zu einem Berg verwandeln, wenn er sich versammelt. Klingt schon irgendwie generisch und auch wie das, was man sicher schon zigmal gehört hat, aber das ist Fakt. Das ist tatsächlich so. Angenommen, du kommst 1% weiter jeden Monat, bist du nach einem Jahr viel weiter, als du denkst. Ja, auch das habt ihr schon mal irgendwo gehört, vor allem durch das bekannte Buch Atomic Habit oder so. Und ich glaube, da hieß es nochmal 1% pro Tag besser werden und dann schaffst du innerhalb eines Jahres einen Fortschritt von 3780%. Also bist du dann plötzlich 37 mal, fast 38 mal besser als jetzt. Aber ich finde, jeden Tag 1% besser werden, ist schon ziemlich, bisschen viel zu viel verlangt. Also jede Woche oder jeden Monat wäre schon realistischer, denke ich. Bei 1% pro Monat wären es immer noch irgendwie 12% oder so. Und bei 1% pro Woche, also 52, wären es so 67% oder so im Jahr. Ist ja auch eine Menge. Also jede Woche oder jeden Monat wäre schon realistischer. Chillig vorangehen. Ja, aber mal ganz ehrlich, 1% klingt vielleicht unverständlich, weil man viele Leistungen auch natürlich nicht mit Zahlen messen kann. So, wie soll eine Tätigkeit 1% besser sein oder so? So bei zum Beispiel Muskeln, also körperliche Geschichten, kann man das vielleicht auch erkennen, weil man, wenn man regelmäßig messen geht, auch dann sehen kann, wie viel Prozent Körperfett hatte ich und wie viel Muskeln hatte ich und so weiter. Das geht natürlich mit einer professionellen Messung, Analyse, aber bei meisten Leistungen ist das ja schon nicht leicht ersichtlich. Also beispielsweise lerne ich aktuell ein bisschen Mandarin.
also Chinesisch. Ein paar Wörter am Tag lernen, etwas Aussprache hören, solche Fortschritte sind ja schon klasse und das sind auch schon irgendwie minimaler Prozentsatz. Und ich merke auch dann, dass ich dadurch irgendwie etwas vorankomme. Zwar nicht gewaltig schnell und viel, ist klar, aber ich genieße es. Mir macht's Spaß. Und ja, wenn jemand Games kräftig spielt, kann zum Beispiel ja auch dann irgendwie neue Kombos lernen. Oder wer Schach spielt, hat neue Eröffnungen gelernt. Also einfach solche kleinere Erfahrungen machen dich dann einfach minimal besser. Also, okay, minimal klingt nicht top, aber sie bringen dich auf jeden Fall ein klein bisschen nach vorne. Und aus diesen minimalen Schritten wird irgendwann mal ein großer Schritt. Ja, also egal ob es um Sprachen, Sport oder andere Fähigkeiten geht, der Schlüssel ist, dran zu bleiben und diese kleinen Fortschritte zu feiern. Und vergiss bitte nicht, dich selbst dabei zu loben, dass irgendein Erfolg das Ergebnis deiner Bemühung ist. Also, und nicht irgendwie aufgeben, so nach dem Motto, ja, so und so, jemand ist viel talentierter als ich. Die sind schon viel, viel weiter in der Zeit gekommen. Denn wenn man vergleicht, findet man immer irgendwem, irgendwas, dass die einfach besser ist. Aber du hast auch das, worauf du stolz sein kannst. Achtens. Ängste überwinden und ein Umfeld schaffen, in dem du ehrlich sein kannst. 8章、恐れを克服し、本心を出せる環境を作る. Es ist völlig normal, dass wir Angst davor haben, von anderen bewertet oder sogar ausgelacht zu werden. Besonders, wenn wir uns neueren Herausforderungen stellen. Es ist super normal. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn du als Content Creator starten oder ein neues Projekt beginnen möchtest. Oder ja, so nach dem Motto, wer macht denn so was Dummes vor der Kamera oder so? Der oder die kann ja überhaupt nicht reden. Ja, sowas nervt gewaltig. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Aber es gibt Strategien, um diese Angst zu überwinden und ein Umfeld zu schaffen, in dem du dich wohlfühlst. Finde einen vertrauenswürdigen Gesprächspartner oder ein sicheres Umfeld. Es ist wichtig, Menschen zu haben, denen du vertrauen kannst und die dich unterstützen. Das können Freunde, Familie oder Kollegen sein, die dich ermutigen und nicht auslachen, nicht kritisieren. Wenn du solche Menschen findest, wird es dir leichter fallen, deine Gedanken und Gefühle ehrlich auszudrücken. Ein sicheres Umfeld ist entscheidend, um mutig voranzugehen. Und lerne Nein zu sagen. Manchmal ist es einfach notwendig, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Sei es zu einer Aufgabe, die dich überfordert, oder zu einer Situation, die dir einfach unangenehm ist. Und das gibt dir die Freiheit, dich auf Dinge zu konzentrieren, die dir wirklich wichtig sind, und sorgt dafür, dass du nicht ausbrennst. Außerdem noch, überlege, was im schlimmsten Fall passieren könnte. Und eine hilfreiche Übung ist es auch, dir bewusst zu machen, welche Konsequenzen deine Handlung haben können. Dann wirst du auch oft feststellen, dass die Angst meistens unbegründet ist. Also stell dir zum Beispiel vor, jemand lacht über deine Idee oder über deine Handlung. Was passiert dann? Wahrscheinlich am Ende nichts, was wirklich schlimm ist. Du wurdest dann ausgelacht von jemandem, der dir vielleicht irgendwie gar nicht viel bedeutet. Und wenn es dich stört, kannst du lernen, solche Situationen zu vermeiden, indem du deine Ideen zuerst mit Menschen teilst, die dich ernst nehmen, die dich nicht auslachen oder dein Nein verstehen können. Und doch noch was. Nutze deine Erfahrungen, um Lösungen zu finden. Wenn du negative Erfahrungen machst, sieh sie als Gelegenheit, daraus zu lernen. Also zum Beispiel, du wurdest ausgelacht. Suche beim nächsten Mal ein Publikum, das dich unterstützt. Wenn ein Feedbackgespräch unangenehm war, finde eine Person, die dir konstruktives Feedback gibt. Du wirst merken, dass du mit jeder Erfahrung stärker und selbstbewusster wirst. Glaub mir, das ist so. 9. Pass dich an, wenn etwas nicht passt. 9. 何かが変なら調整を. Unsere Ziele und Werte sind nicht in Stein gemeißelt. Nein, sie können sich mit der Zeit verändern. Das ist normal. Durch neue Erfahrungen, veränderte Lebensumstände oder einfach, weil du dich als Person weiterentwickelt hast. Es ist völlig normal, dass Dinge, die dir früher wichtig waren, plötzlich nicht mehr dieselbe Bedeutung haben.
Also der Schlüssel ist, aufmerksam zu bleiben und rechtzeitig Korrekturen vorzunehmen, wenn sich etwas falsch anfühlt. Sei dabei einfach offen und bereit für Änderungen. Also es kann sich wie ein Fehler oder Zeitverschwendung natürlich anfühlen, aber tatsächlich ist es so, dass du einfach neue Erfahrungen gesammelt hast und du die Chance hattest, daraus was zu lernen. Und hier ein Anzeichen dafür, dass eine Korrektur nötig ist. Wenn du das Gefühl hast oder wenn du merkst, dass irgendwas nicht stimmt, solltest du dir die Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Und da kann dir ein strukturierter Ansatz helfen. Punkt 1. Notiere einfach, was dich stört. Was genau fühlt sich irgendwie falsch an? Also schreib einfach alles auf, was dir in den Sinn kommt, ohne es zu bewerten. Punkt 2. Suche nach den Ursachen. Frage dich, warum dich diese Dinge stören. Warum fühlen sie sich falsch an? Zum Beispiel fühlst du dich dann überfordert, weil deine Aufgaben zu viel Zeit in Anspruch nehmen? Oder bist du unzufrieden, weil deine Arbeit nicht mit deinen Werten übereinstimmt? Punkt 3. Finde Muster und Zusammenhänge. Oft hilft es, das Geschriebene zu lesen, um Muster zu erkennen. Dadurch kannst du Probleme klarer sehen und leichter Lösungen entwickeln. Und falls du keine Lust hast zu schreiben, ist das auch kein Problem. Du kannst deine Gedanken auch als Sprachnachricht aufnehmen oder irgendwie auf andere Art und Weise rausholen. Es geht einfach darum, deine Gedanken aus dem Kopf zu bekommen und sie sichtbar, hörbar und greifbar zu machen. Und sprich mit jemandem, dem du vertraust. Manchmal hilft es auch, mit einer vertrauten Person zu sprechen. Wähle jemanden, der dir wirklich zuhört. Wirklich. Und dir keine Ratschläge aufzwingt. Ein gutes Gespräch kann dir helfen, deine Gedanken zu sortieren und neue Perspektiven zu entdecken. Dazu mach kleine Korrekturen. Also es muss nicht immer eine große Veränderung sein. Also oft reichen auch kleine Veränderungen, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Also zum Beispiel so, setze einfach neue Prioritäten. Vielleicht willst du jetzt dann statt Überstunden mehr Zeit für dich selbst einplanen. Und reduziere einfach unnötige Verpflichtungen. Sag einfach Nein zu den Dingen, die nicht mit deinen aktuellen Zielen übereinstimmen. Und ganz wichtig, lobe dich für deine Anpassungsfähigkeit. Hast du gut gemacht. Und ja, es erfordert einfach Mut, seine Ziele oder Pläne einfach so zu überdenken oder anzupassen. Also erkenne einfach an, dass du bereit bist, Veränderungen vorzunehmen. Und ja, diese Flexibilität zeigt, dass du dich weiterentwickelst und du auf dich selbst achtest. Ach ja, und manchmal gebe ich mir selbst auch High Five, so im Spiegel, und sage mir, dass ich etwas gut gemacht habe. Also das mag vielleicht irgendwie blöd klingen, aber das gibt mir schon auf jeden Fall eine positive Energie. Könnt ihr auch mal probieren, wenn euch das nicht komisch vorkommt. Ich find's gut. Und hier mal eine Kurzfassung, wie du deine Zeit bewusst gestaltest. Letzten Endes geht es auch wirklich darum, einen Alltag zu schaffen, die zu deinen Werten und Zielen passt. Jetzt nenne ich mal so 3 kleine Schritte, um sofort loszulegen. Erstens, schreibe deine Aufgaben für die nächste Woche auf und sortiere sie nach Prioritäten. Zweitens, überprüfe am Ende der Woche, was du erreicht hast und überlege, was sich gut angefühlt hat und was nicht. Drittens, lobe dich für deine Fortschritte. Egal wie klein sie erscheinen, jeder Schritt zählt. Und es ist völlig okay, total in Ordnung, wenn sich deine Ziele oder Werte währenddessen ändern. Das zeigt einfach, dass du wächst. Wichtig ist auf jeden Fall, dass du aufmerksam bleibst, rechtzeitig korrigierst und dich selbst für deinen Einsatz anerkennst. Denn am Ende bist du diejenige Person, die am besten weiß, was für dich wichtig ist. Hau rein! Das schaffst du. Danke fürs Zuhören, Zuschauen und auch natürlich fürs Abonnieren und Daumen hoch. Habt ihr noch besondere Tipps oder sowas? Schreibt das gerne in das untere Kommentarfeld hinein. Würde ich mich freuen. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Mata ne?